Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück heute mit dem Radix MSD Sort, dem Most Significant Digit. Und wir starten direkt durch mit Python, denn ja, im Endeffekt kennen wir den LSD Sort schon relativ gut. Und da gab es auch eine PowerPoint dazu, dieses Mal also eine Variante davon. Wenn ihr jetzt euch vielleicht denkt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der LSD-Sort tut, dann schaut euch gerne mal das Video dazu an. Allerdings kann man hier auch den Algorithmus recht gut verstehen, wenn man das nicht weiß. So, wir starten erstmal durch mit einer normalen Liste und die soll natürlich bitte zufällige Zahlen beinhalten. Das heißt, wir importieren erstmal random. Und der Punkt hinter den ganzen MSD und LSD Sorts ist, dass wir hier das Most Significant Digit sortieren, also als kleinen Index sozusagen verwenden. Das heißt, es ist für die Laufzeit entscheidend, wie lang eigentlich unsere Zahl ist. Das bedeutet, nicht wie viele Zahlen, sondern wie viele Ziffern enthält meine Zahl. Und das geht in die Laufzeit ein. Das heißt, wir haben hier 3 Ziffern maximal in unserer Liste drin. Das heißt, 3 ist hier die Länge von unserer Zahl. Und der ganze Algorithmus wird am Ende laufen in O von L mal N. L ist die Länge der Zahl, also in unserem Fall hier 3. Jetzt wäre es 4 oder 5 oder 6 und so weiter und so fort. Das bestimmt quasi die Laufzeit mit. Und ansonsten einfach nur mal n, also die Länge der Liste. Also in unserem Fall hier 999. Ja? Das heißt 3 mal 999. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Länge der Liste hier deutlich entscheidender ist als die Länge der Zahl. Aber ja, das ist eigentlich relativ angenehm. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Laufzeit. So, was wir am Ende haben wollen, ist natürlich den Radix Most Significant Digit Sort von der Liste L. So, jetzt müssen wir natürlich diese Funktion hier machen, das ist ganz klar. Und die machen wir, indem wir hier eine neue Funktion generieren. Und das machen wir bitte unten drunter. Okay. So, zunächst mal, wie sieht denn eine Liste aus, die nur ein Element hat? Was können wir da direkt sagen? Naja, wenn die Länge der Liste kleiner oder gleich 1 ist, dann sollten wir direkt einfach nur die Liste zurückgeben. Ups, das sollte kein Semikolon werden, das sollte ein Doppelpunkt werden, return die Liste. So, das brauchen wir uns gar nicht mehr weiter drum kümmern, das kann allerdings einen Fehler verursachen. Und jetzt, wie gesagt, brauchen wir hier die Länge unserer Zahlen. Und das Ganze, und deswegen wird auch übrigens der Radix MSD Sort oftmals als Binary Quicksort bezeichnet. Das bedeutet, wir machen hier quasi einen Quicksort, nur binär sozusagen. Er ist nicht direkt ein Binary Quicksort, aber er ist sehr, sehr ähnlich. Deswegen, wir machen alles hier mit Binärzahlen am Ende. Und das bedeutet für uns, wir müssen uns erstmal rausrechnen, wie viele Bits eigentlich unsere Zahl hat. Das heißt, wir holen uns das Maximum von unserer unsortierten Liste L, und zwar die Bitlänge davon. Bit-Length. Und hiervon ziehen wir noch eins ab, weil wir natürlich, ja, das werden wir gleich im Code sehen, warum wir das machen müssen, denn ansonsten shiften wir aus Versehen Dinge raus, wo wir sie nicht rausshiften sollten. So, am Ende machen wir einen Aufruf an eine Funktion und wir brauchen noch eine zweite Funktion, weil der Aufruf wie bei Quicksort auch ein rekursiver Aufruf sein wird. Das heißt, wir holen uns hier die Sort-Funktion oder die Radix-Sort-Funktion oder MSD-Sort-Funktion, ihr nennt sie, wie ihr sie wollt. Und wir brauchen hier natürlich die Liste, die wir sortieren wollen. Und wir fangen jetzt bei dem ersten Aufruf an, mit unseren Zählern von außen nach innen zu laufen. Das heißt, wir nehmen uns zum Beispiel die Zahlen, also wir haben zum Beispiel die Liste 0, 1, 5, 2 und 3. Und wir nehmen jetzt quasi unsere Zähler und sagen, okay, das erste Element und das letzte Element. Damit fangen wir sozusagen an. Das heißt, wir sagen hier 0, das ist das erste Element. Und der zweite Zähler ist die Länge der Liste L minus 1, damit wir nicht aus Versehen außerhalb irgendwas holen, also nicht hier irgendwas holen, was eigentlich gar nicht mehr existiert, sondern damit wir uns das letzte Element hier holen können. Und dann nehmen wir noch unsere Base rein, damit wir wissen, wie lang eigentlich unsere Zahlen sind. So. Und ja, jetzt geht es ans Sortieren. Und zwar mit einem rekursiven Algorithmus, der, wie gesagt, die Liste L verwendet. Und dann haben wir hier den Integer j, beziehungsweise i und j natürlich. Das sind beides Zahlen. Und dann am Ende haben wir noch die Base, die wir einfach als Base weiter verwenden werden. So. Und ja, jetzt müssen wir uns überlegen, okay, wie laufen wir eigentlich? Dazu machen wir erstmal hier mn, definieren wir als i und j.
Das sind unsere Laufvariablen, die von links und rechts immer mehr in die Mitte gehen. Und wenn sie in der Mitte drin sind, was ist denn dann für eigentlich für eine Bedingung da? Naja, dann ist m größer als n. Das heißt, wir machen hier das Ganze so lange, wie m kleiner oder gleich groß wie n ist. Und danach hören wir auf, das Ganze hier zu machen. Und was genau machen wir denn jetzt eigentlich? Nun, nehmen wir an, wir haben diese Zahlen hier. Wir wollen möglichst ungefähr gleich große oder gleich lange Listen haben und die dann jeweils per Divide-and-Conquer-Algorithmus aufteilen und daran weiter sortieren, so wie es eben Quicksort auch macht. Wir wollen also die Liste aufteilen in ungefähr gleich große Listen. Müssen nicht genau gleich große Listen sein. Wir können da ruhig ein bisschen Pech oder Glück haben, je nachdem, wie unsere Liste aufgeteilt ist. Okay, wie machen wir das? Nun, wir gucken einfach mal, ist denn unser erstes Bit vielleicht, also wir sortieren jetzt tatsächlich einfach nach dem Most Significant Digit. Bei einer Binärzahl ist das Most Significant Digit das ganz links. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel folgende Zahl hier haben, ja, das ist jetzt einfach eine Binärzahl und wir haben, also die steht vorne in der Liste und die steht hinten in der Liste. Okay, die sind beide gleich lang, ich habe hier mit Nullen aufgefüllt und jetzt überlegen wir einfach mal, sollten wir diese Zahl nach hinten tauschen oder sollten wir das lassen? Nun, die Antwort sollte relativ klar sein. Die Zahl hier ist kleiner, also lassen wir die natürlich vorne stehen. Wenn es jetzt allerdings andersrum ist, dann sollten wir die Zahl natürlich sofort nach hinten tauschen, die größere, und die kleinere sollte vorne stehen. Ist klar. Warum? Weil das erste Bit hier ein größeres Bit ist. Das heißt, dieses Bit hier ist eine 1, das hier ist eine 0. Das heißt, alles, was eine 0 hat, sollten wir auf die linke Seite tauschen. Alles, was eine 1 hat, sollten wir auf die rechte Seite tauschen. Aber nur an der vordersten Stelle. Und dann teilen wir die Liste auf. Das bedeutet, danach interessiert uns das erste Bit nicht mehr, sondern nur noch die hinteren Bits und dann sortieren wir quasi innerhalb der hinteren Bits. Und das ist jetzt quasi unser Vorgehen. Das heißt, wir gucken uns das erste Bit an. Naja, wie gucken wir unser erstes Bit an? Wir schauen, ob unsere Liste L an der Stelle von unserem Bit M, das ist das, was wir gerade in der Hand haben. Und ja, hier müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen Bit shiften. Und zwar um wie viel müssen wir Bit shiften? Naja, um Base. Base ist auch eine Variable, die uns nach und nach immer kleiner werden wird. Allerdings erst hier im rekursiven Aufruf. Das heißt, wir interessieren uns jetzt gerade nur für das Most Significant Digit, also für das Digit ganz links im ersten Aufruf. Ja? Die anderen sind uns alle egal. Das heißt, wir shiften alles nach rechts und naja, wenn wir es nach rechts shiften, dann shiften wir das quasi raus und übrig bleibt am Ende nur noch die 1 bzw. die 0. Deswegen haben wir hier oben übrigens auch -1 gemacht, damit wir die 1 und die 0 nicht aus Versehen auch rausschiften und am Ende nur noch 0 da stehen haben. Das wäre nämlich ein bisschen unnötig. So, und dann gucken wir, ist das Ding denn eigentlich 1? Deswegen machen wir einen binären Vergleich mit der 1. Ist das Ding 1? Oder ist es 0? Und wenn das Ding 1 ist, dann wird hierbei mit einem Verunten 1 rauskommen. Wenn das Ding 0 ist, dann wird bei einem Verunten 0 rauskommen. Das heißt, wir gucken hier 1 und 1, das sind diese logischen Operatoren, das ist quasi ein True und ein True, ja, und gucken, ob da 0 rauskommt. Das bedeutet, hier muss 0 stehen, ja. Was wir dann machen ist, um nochmal zurückzugehen auf die Liste, sowas, dann gehen wir quasi weiter und suchen uns einfach nur die nächste Zahl. Die aktuelle Zahl interessiert uns dann überhaupt nicht, weil die steht schon auf der richtigen Seite. Denn dann haben wir ja eine Zahl, die mit einer 0 anfängt vorne und können den Rest eigentlich überspringen mit der Zahl. Also die Zahl, die wir dann in der Hand haben, die muss nicht nach hinten getauscht werden. Die darf vorne stehen bleiben, weil sie ist ja offensichtlich eine kleine Zahl. Sie hat eine 0 vorne. Also sagen wir, wir vergrößern unseren Index m um 1. Und wir überspringen alles, was danach kommt. Wenn die Zahl jetzt allerdings eine 1 da stehen hat, dann müssen wir sie nach hinten tauschen. Und zwar sagen wir dann, wir hätten ganz gerne die 1, also die Zahl mit der 1 vorne, nach hinten getauscht, aber nur mit einer Zahl, die vorne eine 0 stehen hat. Also was machen wir hier? Wir tauschen mit der Zahl, die die vorne also die von hinten gesehen die nächste 0 stehen hat. Also quasi das Most Significant Digit muss eine 0 sein, aber wir gehen von hinten, wir gucken von hinten. Okay, wie machen wir das? Naja, wir gucken hier, if die Liste an der Stelle n, wenn das um die Base geschiftet, also Base, wenn das Ding hier mit der 1 verundet gleich 0 ist, dann hat diese Zahl hier
offensichtlich eine 0 vorne stehen und wir haben von hinten geguckt, weil wir ja jetzt gerade n in der Hand haben. Das heißt, die will nach vorne getauscht werden und wir können hier nur reinkommen in den Tree, wenn wir an L von M eine Zahl haben, die nach hinten getauscht werden möchte. Also überspringen wir das Ganze und tauschen einfach die beiden Zahlen hintereinander sozusagen. Das heißt, wir sagen hier L von N wird vertauscht mit L von M und in Python kann man das wunderbar mit einer Zeile machen. Das heißt, wir sagen hier L von N und L von M werden umgetauscht in L von M und L von N. So, und beides ist quasi jetzt fertig miteinander getauscht. Und was wir hier hinten dran allerdings machen müssen, wir müssen natürlich M um 1 vergrößern, denn, also wir müssen nicht, aber wir können, weil wir wissen ja jetzt, dass M offensichtlich hier, oder besser gesagt L von M mit einem 0-Bit beginnt. Ansonsten wäre dieser Schritt hier ja gar nicht möglich gewesen zu tauschen, weil hier haben wir quasi gerade was reingetauscht, was mit einer 0 beginnt. So, und am Ende, nachdem wir getauscht haben, müssen wir natürlich N um 1 verringern, aber das machen wir auch, wenn unser Bit hier nicht also wenn wir hier quasi eine 1 vorne haben. Warum machen wir das? Naja, wenn wir eine 1 vorne haben, dann tauschen wir nicht, weil das interessiert uns nicht, weil die soll dann bitte hinten bleiben, wenn sie eine 1 vorne hat im MSD. Das bedeutet, wir müssen die nicht tauschen, wir müssen sie sowieso nie tauschen und können das hier so machen. So, und danach bekommen wir eine Liste, ich mache das hier mal nochmal weg, danach bekommen wir eine Liste, die, sagen wir mal, hier diese Zahlen und diese Zahl hat und dann haben wir hier noch irgendwas anderes und noch eine Zahl mit einer 0 vorne. So, okay, und was jetzt hier passiert in diesem, also in dem, was wir jetzt hier geschrieben haben, ist, wir gucken nach dem ersten Bit und die eine 0 vorne haben, die werden hochgetauscht. Das heißt, wir tauschen das im Endeffekt hier ungefähr rein. Und ja, das ist schon der erste Schritt, um eine sortierte Liste zu bekommen. Jetzt sollte aber klar sein, dass zum Beispiel hier noch getauscht werden muss. Und die beiden sind richtig. Ja? Weil hier haben wir eine 0, hier haben wir eine 1. Aber hier die Zahl mit der 1, die muss auf jeden Fall nach hinten getauscht werden. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist im Endeffekt genau dasselbe nochmal. Nur nicht mehr für das ganz linkeste Bit, sondern für das zweitlinkeste Bit. Und genau das machen wir jetzt einfach nochmal. Das heißt, wir sagen, wir rufen das Ganze rekursiv auf für einmal diese Liste hier, weil die ist ja jetzt quasi in sich sortiert, also beziehungsweise nicht in sich sortiert, aber die haben alle eine 0 vorne und die haben alle eine 1 vorne. Also sagen wir, okay, wir rufen das Ganze jetzt rekursiv auf und müssen natürlich die Base hierbei verringern. So, also was wir machen ist im Endeffekt, wir sagen hier, wenn die Base größer ist als 0, das ist die erste Voraussetzung, logischerweise, weil wenn die Base 0 ist, dann müssen wir nichts mehr shiften, dann sind wir hier fertig. Und das zweite, was wir hier machen müssen, ist, I muss immer noch kleiner sein als J. Warum muss I kleiner sein als J? Naja, das sind ja quasi unsere Initialwerte hierbei, mit denen wir es aufgerufen haben. Das wird ja hier M und N. Und wenn wir M und N sowieso gleich so haben, dass wir keine While-Schleifen mehr haben, weil die Bedingung hier sowieso sofort falsch ist, dann können wir es auch gleich sein lassen. Ja? Das heißt, wir sind dann fertig, wenn I und J sich überlappen, weil unsere Liste einfach nicht so lang ist. Dann mussten wir einfach nicht bis nach ganz hinten durchsortieren. Und unsere Base, naja, wenn wir ganz hinten angekommen sind, dann gibt es halt auch nichts mehr zu sortieren. Der Fall hier ist zum Beispiel interessant, wenn wir zwei gleiche Zahlen haben. Also wenn wir jetzt das hier hätten, dann würde tatsächlich unser Algorithmus bis hin zur Base gleich 0 gehen. Und er würde sich denken, ja gut, aber da gibt es ja nichts, was ich sortieren muss. Und der hier wäre interessant, wenn wir eben nicht so viele gleiche Zahlen haben, sondern hier zum Beispiel einfach. Okay, und ja, jetzt gucken wir, jetzt rufen wir denselben, also genau diese Funktion, wie gesagt, rekursiv wie bei Quicksort auch rufen wir die auf mit natürlich unserer Liste, aber wir geben Teillisten an. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir gehen von I, das ist quasi das, was wir hier angegeben haben, das ist am Anfang natürlich 0, wir gehen von 0 bis zum einen mal m-1, was im Endeffekt die Mitte, an der wir gesplittet haben, wobei es nicht unbedingt die Mitte sein muss, aber im Idealfall ist es die Mitte natürlich, aber es ist im Endeffekt der Grenzwert, wo alle Zahlen eine 0 vorne haben, m-1, das ist quasi unser letzter Index. Und was wir hier machen müssen, ist die Base noch um 1 zu verringern, damit wir jetzt nicht mehr nach dem ganz linkesten Bit gucken, sondern eben nach dem vorlinkesten Bit gucken. So, und dann machen wir denselben Aufruf nochmal für die andere Teilliste. Also das war jetzt quasi für diese Teilliste. Hier ist m-1, ja. Und beziehungsweise
der hier ist ja Index M-1 und der hier ist Index M gerade. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen, nur dass wir hier bei M eben anfangen und bis zum rechten Rand rüber gehen, das wäre dann J. Und wir vergleichen nochmal natürlich Base-1 und damit haben wir eigentlich auch schon soweit alles. So, und jetzt machen wir das natürlich rekursiv sowieso die ganze Zeit durch. Das heißt, wir haben hier einen Sort auf der linken Teilliste, einen Sort auf der rechten Teilliste und dann gehen wir nochmal weiter. Also wir überprüfen die beiden, drehen die beiden hier um, sagen, wir nehmen den und schreiben den hier unten dran. Das wäre dann der nächste Durchlauf. Ja? Dann haben wir die hier überprüft und sind hier eigentlich durch. Das wissen wir aber nicht, dass wir hier durch sind. Das heißt, wir gehen nochmal in die Rekursion. Und dann haben wir hier eben nur noch dieses eine Element hier bei. Und ja, dann gehen wir halt unendlich lange weiter, bis, oder nicht eben unendlich lange, bis wir eben hier diese Bedingungen nicht mehr erfüllen. Und dann lösen wir die Rekursion auf, indem wir hier einfach unsere unsorted List bzw. unsere List wieder zurückgeben. Weil wir sortieren ja direkt auf der Liste drauf. Wir erstellen ja keine neue Liste. Wir sortieren in place. Wir bleiben in derselben Liste. Und damit haben wir eigentlich schon alles fertig. So, und jetzt können wir das ja einfach mal laufen lassen hier. Achtung, nicht den Heap-Sort, sondern den Radix MSD starten. Und wir sehen hier, okay, wir haben schon mal eine sortierte Liste. 0, 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7, 8 und so weiter und so fort. Und das ganze Ding ist eigentlich relativ fix unterwegs. Und wir sehen, wir haben hier auch wirklich alles soweit durchsortiert. Das war ein schneller Algorithmus. Ihr habt es gesehen, das Ding ist wirklich gar nicht mal so langsam. Ihr könnt es gerne mal benchmarken. Ich werde euch allerdings prophezeien, den Python-Algorithmus werdet ihr wahrscheinlich nicht schlagen, weil der einfach in C geschrieben ist und dadurch hochperformant und nochmal eine weitere Variante. Der benutzt mehrere verschiedene Algorithmen zum Sortieren auf einmal. Aber Radix MSD ist einer der liebsten Sortieralgorithmen aktuell gerade für Zahlen, was die Laufzeit angeht, weil man hier eben von der Länge der Zahl abhängig ist oder besser gesagt von der binären Länge der Zahl abhängig ist und die ist meistens deutlich geringer als jetzt irgendeine andere Länge. Also das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, das Ding ist O von L mal N, wobei L die Länge der Zeile oder die Anzahl an Binärbits ist und N ist die Länge der Liste. Wir haben hier noch zusätzlich das Ganze in place und was noch dazu kommt ist, wobei das vielleicht nicht unbedingt so positiv ist, das Ding ist nicht stabil. Nicht stabil, ja. Was bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel mehrere Nullen haben, bei einem stabilen Algorithmus kann ich sagen, in der unsortierten Liste war diese Null ganz, ganz links. Und diese Null war die rechteste Null, die wir hier finden konnten. Ja? Bei einem nicht stabilen Algorithmus kann die Null irgendwo in der Liste gewesen sein. Diese Null kann auch irgendwo in der Liste gewesen sein. Die kann ganz rechts gewesen sein, die kann ganz links gewesen sein, irgendwo in der Mitte, wissen wir nicht genau. In der unsortierten Liste. In der sortierten Liste haben wir einfach alle Nullen auf einem Haufen. Wir können nicht mehr sagen, was war vorher wo. Bei einem stabilen Algorithmus ist es anders. Aber ich glaube, in den meisten Fällen, wo wir Zahlen sortieren wollen, ist es uns relativ egal, wo jetzt eigentlich unser Algorithmus da seine Zahlen hernimmt, beziehungsweise ob das jetzt die linkeste Null war oder die rechteste. Es ist halt einfach eine Null. Ja, so, und das war eigentlich schon alles zu Radix MSD. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn ihr noch Wünsche habt oder sowas, dann schreibt mir das auch ganz gerne. Also wenn ihr noch Algorithmen vorgeschlagen haben wollt oder so. Alles klar, dann wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.